Lektion 1: Beliebte Sehenswürdigkeiten. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Was waren Ihre Lieblingssehenswürdigkeiten? Ich habe den Besuch der historischen Sehenswürdigkeiten wirklich genossen. Sie waren faszinierend. Das klingt erstaunlich. Historische Stätten erzählen oft so spannende Geschichten. Ja, und ich habe es geliebt, an diesen Orten die lokale Kultur kennenzulernen. Ich schätze es, wie Sightseeing unseren Horizont erweitern kann. So, jeder Ort hat seinen eigenen Charme und seine eigene Geschichte. Lassen Sie uns für unsere nächste Reise eine Liste mit Orten erstellen, die wir unbedingt besuchen müssen. Tolle Idee. Ich freue mich darauf, gemeinsam neue Orte zu entdecken. Ich kann es kaum erwarten, bei unseren Abenteuern noch mehr unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Lektion 2: Kartongrößen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich. In unsere größte Box passt auch ein Laptop. Das ist beeindruckend. Es ist wirklich nützlich für den sicheren Transport von Elektronik. Absolut. Verschiedene Größen ermöglichen Flexibilität beim Packen. Ja, es erleichtert die Organisation von Gegenständen für Reisen ohne die Lagerung. Ich liebe die praktische Funktion dieser Boxen sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Gebrauch. Auf jeden Fall. Sie sind unerlässlich, um alles sicher und ordentlich zu halten. Lassen Sie uns weitere Optionen erkunden, um zu sehen, was sonst noch verfügbar ist. Gute Idee. Ich bin sicher, wir finden Kartons, die all unseren Anforderungen gerecht werden. Ich freue mich darauf, die perfekten Lösungen für unsere Lagerung zu finden. Lektion 3: Hochzeitsfreude. Während der Trauung der Organist fröhliche Musik spielte, weinten einige Menschen in der Kirche, aber nicht, weil sie traurig waren. Das ist rührend. Hochzeiten können so starke Emotionen hervorrufen. Absolut. Es ist ein wunderschöner Moment voller Freude und Liebe. Ja, bei solchen Feierlichkeiten fließen häufig Freudentränen. Ich liebe es, wie Hochzeiten Menschen zusammenbringen, um die Liebe zu feiern. Ja, auch es erinnert mich daran, wie wichtig Beziehungen sind. Lassen Sie uns diese Momente, wenn wir Hochzeiten besuchen, wertschätzen. Ja, das Festhalten der Emotionen in Fotos ist eine tolle Möglichkeit, sich zu erinnern. Ich kann es kaum erwarten, bei der nächsten Hochzeit Liebe und Glück zu feiern. Lektion 4: Forts Herausforderung. Hintergrund dieser Geschichte ist der Druck auf Ford, einen Kleinwagen zu produzieren, der mit importierten Fahrzeugen konkurrieren kann. Das ist interessant. Die Automobilindustrie war schon immer einem harten Wettbewerb ausgesetzt. Ja, der Pinto war eine bedeutende Antwort auf diese Marktanforderungen. Es ist faszinierend, wie sich Unternehmen an die veränderten Vorlieben der Verbraucher anpassen. Absolut. Innovation ist der Schlüssel, um in einem so dynamischen Markt relevant zu bleiben. Ich frage mich, wie der Pinto damals vom Publikum aufgenommen wurde. Es wäre interessant, sowohl seine Erfolge als auch seine Herausforderungen zu untersuchen. Ja, das Verständnis seiner Auswirkungen könnte wertvolle Erkenntnisse für den heutigen Markt liefern. Lassen Sie uns tiefer in dieses Thema eintauchen. Es ist ein entscheidender Teil der Automobilgeschichte. Lektion 5: Größengetreu. Das klingt perfekt. Und wie sieht es mit der Größe aus? Fallen sie normal aus? Ja, ich habe gehört, dass sie genau richtig passen, was beim Online-Shopping großartig ist.
Das ist eine Erleichterung. Es ist immer schwierig, Kleidung zu kaufen, ohne sie vorher anzuprobieren. So, die richtige Passform kann entscheidend für Ihr Wohlbefinden sein. Ich schätze Marken immer, die genaue Größeninformationen bereitstellen. Tja, es spart viel Zeit und den Aufwand bei Rücksendungen. Sehen wir uns Ihre Größentabelle an, bevor wir eine Entscheidung treffen. Tolle Idee. So können wir sicherstellen, dass wir die besten Optionen wählen. Ich bin gespannt, welche Stile wir in unseren Größen finden können. Lektion 6: Flugbeschränkungen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, welche Gegenstände auf Flügen verboten sind. Ja, scharfe Gegenstände, Schusswaffen und Sprengstoffe sind definitiv nicht erlaubt. Ich halte es für wichtig, sich vor der Reise über diese Vorschriften auf dem Laufenden zu halten. Auf jeden Fall. Es trägt dazu bei, dass alle während des Fluges sicher sind. Ich schätze es, wie gründliche Sicherheitskontrollen zur Einhaltung der Sicherheitsstandards beitragen. Ja, und wenn Sie die Regeln kennen, kann das Boarding reibungsloser ablaufen. Lassen Sie uns unser Gepäck noch einmal überprüfen, bevor wir zum Flughafen aufbrechen. Guter Plan. So ersparen wir uns Überraschungen in letzter Minute. Ich freue mich auf unsere Reise und werde dafür sorgen, dass wir alle Richtlinien einhalten. Lektion 7: Ausgaben verfolgen. Angesichts der vielen aktuellen Ausgaben ist mir klar, wie wichtig es ist, ein Budget aufzustellen. Ja, hast du deine Ausgaben während der Reise im Auge behalten? Ja, ich habe versucht, jede Ausgabe aufzuschreiben, um zu sehen, wohin unser Geld fließt. Das ist ein cleverer Ansatz. Er hilft uns, Bereiche zu identifizieren, in denen wir sparen können. Absolut. Mir ist aufgefallen, dass wir ziemlich viel Geld fürs Essen gehen ausgegeben haben. Mir geht es genauso. Wenn wir zu Hause kochen, können wir auf lange Sicht viel Geld sparen. Ich werde das nächste Mal darauf achten, unser Budget genauer im Auge zu behalten. Tolle Idee. Durch vorausschauende Planung können unsere Reisen angenehmer werden. Ich freue mich darauf, in Zukunft intelligenter zu reisen. Lektion 8: Arbeitskämpfe. Der Druck, den die Gewerkschaften in einem über ein Jahrhundert dauernden Kampf ausgeübt haben, hat die heutigen Arbeitnehmerrechte geprägt. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie weit wir in Sachen Arbeitnehmerrechte gekommen sind. Der Umfang dieser Gesetzgebung spiegelt den anhaltenden Kampf um eine faire Behandlung wider. Hilf. Es zeigt die Macht von Tarifverhandlungen und Solidarität. Ich bin davon überzeugt, dass das Verständnis dieser Geschichte für die Wertschätzung unserer heutigen Rechte von wesentlicher Bedeutung ist. Ich stimme zu. Es ist wichtig, diejenigen anzuerkennen, die für diese Freiheiten gekämpft haben. Lassen Sie uns genauer untersuchen, wie diese Bewegungen das moderne Arbeitsrecht beeinflusst haben. Es klingt nach einer großartigen Idee. Wir können so viel aus der Vergangenheit lernen. Ich freue mich darauf, tiefer in dieses wichtige Thema einzutauchen. Lektion 9: Sicherheit beim Bügeln. Nur eine Erinnerung beim Bedienen des Bügelgeräts vorsichtig zu sein. Ja, Sicherheit ist das A und O bei der Verwendung von Geräten, die Wärme erzeugen. Ich achte immer darauf, zuerst das Kabel und die Temperatureinstellungen zu überprüfen. Das ist eine kluge Vorgehensweise. Sie hilft, Unfälle zu vermeiden. Ich denke, dass es auch beim Bügeln wichtig ist, angemessene Kleidung zu tragen.
Hilf. Lockere Kleidung kann in der Nähe heißer Oberflächen eine Gefahr darstellen. Denken wir immer daran, den Bereich beim Bügeln freizuhalten. Dritter Punkt. Es ist wichtig, während des Prozesses jegliche Ablenkung zu vermeiden. Gemeinsam schaffen wir eine sichere und effiziente Bügelroutine. Lektion 10. Lokale Bräuche erforschen. Sicherheit ist uns beiden wichtig, besonders auf Reisen. Ich stimme voll und ganz zu. Wir sollten uns vor unserer Abreise über die örtlichen Geflogenheiten informieren. Das Verständnis kultureller Normen kann uns helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Ja, es zeugt von Respekt, wenn man weiß, wie man sich in unterschiedlichen Umgebungen verhält. Ich denke, es bereichert auch unser Reiseerlebnis, indem es uns mit Einheimischen verbindet. Hilf. Lokale Traditionen zu pflegen kann eine große Bereicherung sein. Lassen Sie uns eine Liste mit Dingen zusammenstellen, die Sie über die Orte, die wir besuchen werden, wissen sollten. Tolle Idee. Das wird unserem Abenteuer mehr Bedeutung verleihen. Ich freue mich darauf, gemeinsam neue Kulturen zu erkunden. Lektion 11. Trends im Auge behalten. Ja, ich habe sie im Auge behalten. Was hat Ihre Aufmerksamkeit erregt? Mir sind die neuen Produkte aufgefallen, die Sie vor kurzem auf den Markt gebracht haben. Sie sehen vielversprechend aus. Das ist interessant. Es ist immer spannend, Innovationen in Aktion zu sehen. Hilf. Ich finde es toll, wie sich Unternehmen an veränderte Marktanforderungen anpassen. Ja, es zeigt Ihr Engagement, relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben. Lassen Sie uns besprechen, wie sich diese Trends auf unsere zukünftigen Pläne auswirken könnten. Tolle Idee. Informiert zu bleiben hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich darauf, gemeinsam tiefer in dieses Thema einzutauchen. Ja, es wird aufschlussreich sein. Lektion 12. Schätze entdecken. Meine Großmutter holte ein Messer und öffnete den Riegel. Die Truhe war voller Schätze aller Art. Das klingt faszinierend. Versteckte Gegenstände zu entdecken kann so aufregend sein. Absolut. Es ist, als würde man eine Zeitkapsel voller Erinnerungen öffnen. Ich kann mir die Geschichten hinter diesen Schätzen nur vorstellen. Ja, jeder Gegenstand hat wahrscheinlich eine besondere Bedeutung oder Geschichte. Ich finde es toll, wie solche Entdeckungen uns mit unserer Vergangenheit verbinden können. Lassen Sie uns erkunden, welche Schätze wir in unseren eigenen Familien finden könnten. Das klingt nach einer lustigen Idee. Daraus könnten einige faszinierende Geschichten entstehen. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken können. Lektion 13. Dauerhafte Liebe. Sie helfen anderen Menschen und sie helfen einander. Sie sind seit über 50 Jahren verheiratet. Das ist unglaublich. Eine so langjährige Partnerschaft ist wirklich inspirierend. Ja, und es zeigt, wie Liebe durch gegenseitige Unterstützung gedeihen kann. Absolut. Es ist schön zu sehen, wie sehr Sie sich füreinander einsetzen. Ich bewundere, wie sie gemeinsam die Herausforderungen des Lebens meistern. Ja, Ihre Teamarbeit ist ein großartiges Beispiel für andere. Ich hoffe, dass mir diese Art dauerhafter Liebe in meinem Leben begegnet. Ich auch. Es ist ein Beweis für die Macht der Kameradschaft. Feiern wir ihre Liebe und lernen wir aus ihren Erfahrungen. Lektion 14.
Unzufriedenheit der amerikanischen Kolonien. In den Kolonien Nordamerikas begann eine Unzufriedenheit mit ihrer Regierung zu herrschen. Ja, sie waren frustriert, weil sie im englischen Parlament nicht vertreten waren. Genau. Dieser Mangel an Repräsentation schürte ihren Wunsch nach Unabhängigkeit. Es ist interessant, wie diese Gefühle zu bedeutenden historischen Ereignissen führten. Ja, es löste Bewegungen aus, die letztlich den Lauf der Geschichte veränderten. Ich bin davon überzeugt, dass das Verständnis dieses Kontexts für das Verständnis moderner Regierungsführung von entscheidender Bedeutung ist. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns mehr über die Ereignisse dieser Zeit erfahren. Folge dir. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Ich freue mich auf das gemeinsame Lernen. Lektion 15. Toilettenartikel einkaufen. Hallo, kaufst du heute Toilettenartikel? Ja, ich muss meinen Vorrat an Badezimmerutensilien auffüllen. Ein paar Dinge sind mir ausgegangen. Das klingt nach einer guten Idee. Alles zu haben, was man braucht, macht das Leben einfacher. Sühlruf. Ich kann es nicht ertragen, wenn wichtige Dinge wie Zahnpasta oder Shampoo ausgehen. Das sehe ich genauso. Es ist immer am besten, vorbereitet zu sein, insbesondere bei unerwarteten Reisen. Ja, und ich probiere dabei gerne neue Produkte aus. Das ist ein toller Ansatz. Neue Marken zu entdecken kann Spaß machen. Auf jeden Fall. Lass uns in den Laden gehen. Ich bin sicher, wir werden ein paar gute Angebote finden. Ich freue mich darauf. Der Einkauf von Toilettenartikeln kann überraschend viel Spaß machen. Lektion 16. Ferienunterkünfte. Wenn meine Eltern in den Urlaub fahren, übernachten sie normalerweise in einem Motel oder Hotel, was für ihre Reise praktisch ist. Das ist eine häufige Entscheidung. Der Aufenthalt in Motels oder Hotels bietet Ihnen während Ihrer Reisen Komfort und Erreichbarkeit. Genau. So können sie sich ganz auf ihren Urlaub konzentrieren, ohne sich ums Kochen oder Aufräumen danach kümmern zu müssen. Ja, und Annehmlichkeiten wie Zimmerservice und Pools können Ihr Gesamterlebnis und Ihre Entspannung verbessern. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie sich wohlfühlen und einen Ort haben, an dem sie nach einem langen Tag voller Entdeckungen entspannen können. Ruf. Die richtige Unterkunft kann den entscheidenden Unterschied für unvergessliche Urlaubserlebnisse ausmachen. Ich denke, wir sollten für unsere nächste Reise ähnliche Vorkehrungen treffen, denn so könnten wir den größtmöglichen Spaß haben. Das klingt nach einer großartigen Idee. Lassen Sie uns einige Optionen recherchieren, die zu unserem Budget und unseren Vorlieben passen. Ja, und halten wir auch nach Orten Ausschau, die einzigartige Erlebnisse bieten. Das wird unsere Reise noch spannender machen. Lektion 17. Kommunikationsoptionen. Ich habe mein Telefon verwendet, um von unterwegs mit Ihnen zu kommunizieren. Im digitalen Zeitalter ist das ein wirklich kluger Schachzug. Ja, dank der Mobiltechnologie ist es heute so einfach, in Verbindung zu bleiben. Sie hilft dabei, Beziehungen trotz der Entfernung aufrechtzuerhalten. Genau. Ich fand es unglaublich hilfreich, Pläne zu koordinieren und sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Ruf. Es ist erstaunlich, wie schnell wir Nachrichten, Fotos und sogar Videoanrufe austauschen können, um uns näher zu fühlen. Ich glaube, es hilft, die Einsamkeit zu lindern, die das Leben fern von zu Hause mit sich bringen kann.
Ja, und es ermöglicht spontane Gespräche, die Ihren Tag erhellen können, egal wo Sie sind. Dem kann ich nur zustimmen. Hat es Ihnen geholfen, sich auf Ihrer letzten Reise stärker verbunden zu fühlen? Auf jeden Fall. Ich fand es toll, meine Erlebnisse in Echtzeit teilen zu können und meine Freunde hatten das Gefühl, Teil dieser Reise zu sein. Das ist wunderbar. Lasst uns unsere Telefone weiterhin sinnvoll nutzen, um in Verbindung zu bleiben, auch während unserer eigenen Abenteuer. Lektion 18. Politisches Bewusstsein. Wenn es um Kandidaten und ihre Politik geht, ist dies eine kluge Vorgehensweise, um auf dem Laufenden zu bleiben, insbesondere während der Wahlsaison. Ich habe viel über verschiedene Kandidaten recherchiert. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, ist es wichtig, ihre Plattformen zu verstehen. Genau. Es ist wichtig, nicht nur ihr Versprechen zu kennen, sondern auch, welche Auswirkungen diese Politik auf unsere Gemeinschaft und unsere Zukunft haben könnte. Ja, und die Teilnahme an Diskussionen über ihre Politik kann uns helfen, die Auswirkungen unserer Entscheidungen besser zu verstehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir als informierte Wähler die Möglichkeit haben, uns für die Themen einzusetzen, die uns am wichtigsten sind. Hilf. Es ist unsere Verantwortung, am demokratischen Prozess teilzunehmen und unsere Politiker zur Verantwortung zu ziehen. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch führen. Es ist wichtig, andere zu ermutigen, mitzumachen und ihre bürgerlichen Pflichten proaktiv wahrzunehmen. Ver Teilen wir weiterhin Informationen und Ressourcen, die auch unseren Freunden und unserer Familie helfen, auf dem Laufenden zu bleiben. Gemeinsam können wir eine Gemeinschaft fördern, die Bildung und Bewusstsein schätzt, wenn es um politisches Engagement geht. Lektion 19. Kulturelle Vielfalt. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie einige Franko-Kanadier und Akadier die Kultur dieser Insel im Laufe der Jahre geprägt haben. Tatsächlich bereichern ihre einzigartigen Traditionen und Geschichten die lokale Gemeinschaft enorm. Und das sollten wir feiern. Absolut. Es ist interessant, wie sie es geschafft haben, ihre eigene Identität zu bewahren und sich gleichzeitig in das breitere kulturelle Gefüge zu integrieren. Ja, und die Art und Weise, wie sie ihre Sprache und Bräuche in den Alltag integrieren, schafft eine lebendige Atmosphäre, die es nirgendwo sonst gibt. Ich frage mich oft, wie sehr sich die soziale Dynamik der Insel im Laufe der Jahre aufgrund dieses kulturellen Zusammenspiels verändert hat. Für sie muss es eine ziemliche Reise sein, ehe er unter einen Hut zu bringen und sich gleichzeitig an die Veränderungen anzupassen, die die moderne Gesellschaft mit sich bringt. Genau. Und es ist wichtig, dass jeder diese Unterschiede wertschätzt und respektiert, denn sie tragen zu einer integrativeren Gemeinschaft bei. Ich stimme voll und ganz zu. Das Verständnis und die Akzeptanz von Vielfalt kann bei allen Beteiligten ein Gefühl der Zugehörigkeit fördern. Das ist eine schöne Erinnerung daran, dass der kulturelle Austausch uns alle bereichert und wir stolz auf unsere gemeinsame Geschichte sein sollten. Lektion 20. Sprachentwicklung. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sich die englische Sprache entwickelt hat, insbesondere als sie begann, Begriffe aus Wissenschaft und Technik zu integrieren? Es ist ziemlich faszinierend zu sehen, wie vor einigen hundert Jahren neue Wörter und Ausdrücke in die Sprache einflossen und die veränderten Prioritäten der Gesellschaft widerspiegelten. Absolut. Und es ist faszinierend, wie diese Begriffe oft die Essenz neuer Entdeckungen und Innovationen erfassen, die die Welt geprägt haben. Ja, und die Art und Weise, wie sich die Sprache an diese Konzepte anpasst, zeigt, wie dynamisch und reaktionsfähig Kommunikation sein kann. Es ist fast wie ein lebender Organismus, der mit jeder neuen Generation und jedem technologischen Fortschritt kontinuierlich wächst und sich verändert. Auf jeden Fall. Und es ist erstaunlich,
wie diese Veränderungen nicht nur unseren Wortschatz beeinflussen, sondern auch unsere Denk- und Ausdrucksweise. Genau. Diese Entwicklung der Sprache unterstreicht die enge Verflechtung von Kultur, Wissenschaft und Kommunikation im Laufe der Zeit. Ich liebe diese Perspektive. Sie erinnert uns daran, dass Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel ist, sondern auch ein Spiegelbild unserer gemeinsamen Reise. Es ist ein faszinierendes Thema und ich denke, es ist wichtig, dass Lernende die Geschichte hinter den Wörtern verstehen, die sie täglich verwenden. Lektion 21. Trost während der Pflege. Es ist beruhigend zu wissen, dass meine Mutter während des gesamten Eingriffs da sein und mich unterstützen wird. Das ist wunderbar zu hören. Jemanden, den man kennt, an seiner Seite zu haben, kann in solchen Momenten wirklich einen großen Unterschied darin machen, wie man sich fühlt. Auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass die Krankenschwestern sehr aufmerksam sind und ihr Bestes tun, um mir während meines Aufenthalts eine angenehme Atmosphäre zu bieten. Ja, und das Wissen, dass ihnen ein Getränk angeboten wird und sie sich wohlfühlen, kann ihre Ängste lindern. Ich bin wirklich dankbar für die Fürsorge, die Sie mir bieten. In Zeiten der Unsicherheit ist es so wichtig, mitfühlende Fachkräfte um sich zu haben. Das ist es wirklich. Und ich finde es großartig, dass Sie über ein Unterstützungssystem verfügen, das den gesamten Prozess weniger entmutigend erscheinen lässt. Genau. Allein das Wissen, dass ich nicht allein sein werde, hilft mir, die Sache mit einer positiveren Einstellung anzugehen. Das ist der richtige Geist. Wenn Sie sich auf die Pflege und Unterstützung konzentrieren, die Sie erhalten, kann dies Ihre Perspektive während solcher Erfahrungen wirklich verändern. Und es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, ein starkes Unterstützungsnetzwerk zu haben, insbesondere wenn man im Leben vor Herausforderungen steht. Lektion 22. Das maritime Erbe. Wussten Sie, dass in Peggy's Cove seit fast 200 Jahren Fischer arbeiten und zu seinem reichen maritimen Erbe beitragen? Das ist unglaublich. Die Geschichte dieses Ortes ist eng mit dem Meer und dem Leben derjenigen verbunden, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Ja, und es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie ihre Traditionen und Praktiken über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Absolut. Die Geschichten dieser Fischer sind wie Echos der Vergangenheit und erinnern uns an eine einfachere Zeit, in der wir mit der Natur verbunden waren. Und die atemberaubende Landschaft rund um Peggy's Cove trägt zum Reiz bei und macht den Ort zu einem Muss für alle, die die Schönheit der Küste zu schätzen wissen. Auf jeden Fall. Hier trifft die raue Landschaft auf das turbulente Wasser des Atlantiks und schafft so eine einzigartige Atmosphäre. Darüber hinaus ist die Art und Weise, wie sich die Gemeinschaft entwickelt hat, während sie an ihren Wurzeln in der Fischerei festhielt, ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Ich stimme völlig zu. Es ist inspirierend zu sehen, wie die Menschen hier ihr Erbe ehren und sich gleichzeitig den modernen Herausforderungen stellen. Diese Mischung aus alt und neu bereichert das kulturelle Erbe der Gegend und zieht Besucher und Einheimische gleichermaßen an. Lektion 23. Italienische Köstlichkeiten. Wissen Sie, ich habe eine Schwäche für die italienische Küche. Die Aromen haben einfach etwas, das meine Geschmacksnerven fesselt. Ich verstehe das vollkommen. Pasta und Pizza sind definitiv auch meine Schwächen. Jedes Gericht scheint eine Geschichte von Tradition und Leidenschaft zu erzählen. Ganz genau. Ob cremige Alfredo-Pizza oder klassische Margherita-Pizza. Jeder Bissen hat seinen unwiderstehlichen Charme. Und vergessen wir nicht die frischen Zutaten wie Basilikum und Tomaten, die die Gerichte zu etwas wirklich Außergewöhnlichem machen. Ja, die Betonung auf hochwertigen Zutaten ist es, was italienisches Essen so besonders und wohltuend macht, fast wie eine warme Umarmung von innen.
Dem kann ich nur zustimmen. Außerdem ist die Vielfalt endlos. Sie können verschiedene Regionen und ihre einzigartigen Interpretationen traditioneller Rezepte erkunden. Absolut. Es ist faszinierend, wie jede Region Italiens ihren eigenen Stil hat und uns unzählige Möglichkeiten bietet, uns zu verwöhnen. Und das gemeinsame Essen, insbesondere in italienischem Ambiente, schafft ein Gemeinschaftsgefühl, das anderswo nur schwer nachgeahmt werden kann. Das stimmt. Gemeinsames Essen, umgeben von Lachen und guten Gesprächen, lässt das Essen noch besser schmecken. Lektion 24: Liebe zum Detail. Mir ist aufgefallen, dass es ein kleines Problem mit dem Boden gibt. Er scheint an einigen Stellen uneben zu sein. Ah, wirklich, das sollten wir unbedingt ansprechen. Ich werde es mir sofort notieren, damit wir es beheben können. Ja, ich denke, es ist wichtig, alles in gutem Zustand zu halten, insbesondere wenn wir eine sichere und komfortable Umgebung schaffen möchten. Auf jeden Fall. Ich werde mich mit dem Wartungsteam in Verbindung setzen und Ihnen mitteilen, dass wir für diesen Bereich einen neuen Bodenbelag benötigen. Das klingt super. Ich schätze Ihre Sorgfalt bei der Beachtung dieser Details. Es macht wirklich einen Unterschied, wie sehr wir den Raum genießen. Vielen Dank. Ich bin überzeugt, dass die Beachtung dieser Aspekte zu einem angenehmen Erlebnis für alle Beteiligten beiträgt. Genau. Eine gepflegte Umgebung spiegelt unsere Werte und unseren Qualitätsanspruch wider und hinterlässt bei Besuchern einen bleibenden Eindruck. Dem kann ich nur zustimmen. Es geht darum, eine einladende Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Menschen wohlfühlen. Und ich bin sicher, dass sich die Gesamtattraktivität des Raums deutlich steigern wird, wenn der Bodenbelag erst einmal in Angriff genommen ist. Lektion 25: Neue Hobbys entdecken. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich im Moment keine Hobbys habe und das Gefühl habe, dass ich etwas brauche, um meine Kreativität anzuregen. Das ist völlig verständlich. Ein Hobby kann eine tolle Möglichkeit sein, sich auszudrücken und vom Alltagsstress abzuschalten. Genau. Was schlägst du vor? Ich bin offen für Ideen, weiß aber einfach nicht, wo ich anfangen soll. Wie wäre es mit Malen? Es kann unglaublich therapeutisch sein und Sie müssen kein Profi sein, um den Prozess zu genießen. Das klingt interessant. Ich habe Kunst schon immer bewundert, aber nie den Schritt gewagt, meine eigene zu schaffen. Dabei geht es vor allem darum, Spaß zu haben und ohne Perfektionsdruck mit Farben und Techniken zu experimentieren. Das macht Sinn. Ich glaube, ich würde die Freiheit genießen, mich durch Farben auf einer Leinwand auszudrücken. Darüber hinaus könnten Sie auch darüber nachdenken, ein Instrument zu spielen. Musik ist ein weiteres wunderbares Ventil für Kreativität und Emotionen. Das ist eine tolle Idee. Ich wollte schon immer Gitarre lernen. Das wäre eine tolle Möglichkeit, Kreativität mit einem sozialen Aspekt zu verbinden. Lektion 26: Jugendfußballbeteiligung. Ich hoffe, dass es eines Tages in vielen Teilen der Welt genauso viele Mädchen und Jungen gibt, die Fußball spielen. Das wäre eine fantastische Leistung. Fußball ist ein weltweit beliebter Sport und verdient es, für alle zugänglich zu sein. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, junge Mädchen zum Sport zu ermutigen, da dies die Teamarbeit fördert und das Selbstvertrauen stärkt. Ja, und die Schaffung gleicher Chancen kann dazu beitragen, Stereotypen abzubauen und der nächsten Generation weiblicher Sportlerinnen Kraft zu verleihen. Genau.
Ich glaube, wenn Mädchen Vorbilder im Sport sehen, inspiriert sie das, ihren Leidenschaften uneingeschränkt nachzugehen. Auf jeden Fall. Viele Organisationen konzentrieren sich mittlerweile auf die Förderung der Beteiligung von Mädchen. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich bin gespannt, wie sich diese Bewegung weiterentwickelt und wie sie zu einer ausgewogeneren Repräsentation im Sport führen kann. Ja, es ist eine Zeit, dass wir das Talent und Engagement junger Sportlerinnen genauso würdigen wie das ihrer männlichen Kollegen. Lassen Sie uns weiterhin Initiativen unterstützen, die Mädchen zum Sport ermutigen. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Lektion 27. Überlegungen zum Fortschritt. Wenn ich auf das vergangene Jahrzehnt zurückblicke, wird mir klar, dass meine Landsleute und ich nun 10 Jahre nach der Mitte eines Jahrhunderts stehen, das bedeutende Veränderungen mit sich gebracht hat. Es ist bemerkenswert, wie viel sich in dieser Zeit entwickelt hat, insbesondere im Hinblick auf Technologie und gesellschaftliche Normen. Absolut. Die Fortschritte, die wir erlebt haben, haben unseren Alltag verändert. Es ist daher unerlässlich, sich anzupassen und mit ihnen zu wachsen. Ja, und es ist auch interessant, darüber nachzudenken, wie diese Veränderungen unsere Werte und Perspektiven als Gesellschaft beeinflusst haben. Ich stimme vollkommen zu. Wir mussten uns verschiedenen Herausforderungen und Chancen stellen, die unsere kollektive Identität geprägt haben. Es ist eine Reise des Wachstums, nicht wahr? Jede Erfahrung trägt zu unserem Verständnis bei, was es bedeutet, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Auf jeden Fall. Und während wir voranschreiten, ist es wichtig, über unsere Vergangenheit nachzudenken und gleichzeitig offen in die Zukunft zu blicken. Ich hätte es nicht besser sagen können. Unsere Geschichte dient als Grundlage für den Aufbau einer besseren und integrativeren Zukunft. Genau. Es ist inspirierend, über das Potenzial nachzudenken, das vor uns liegt und darüber, wie wir zu positiven Veränderungen in unserer Gesellschaft beitragen können. Lektion 28. Fitnessroutine. Treiben Sie regelmäßig Sport, um fit zu bleiben? Ich habe festgestellt, dass es mir wirklich hilft, mein Energieniveau und mein allgemeines Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Ja, das tue ich. Ich gehe jeden Morgen jung und das ist zu einem wichtigen Teil meiner täglichen Routine geworden, auf den ich mich wirklich freue. Das klingt fantastisch. Joggen ist ein toller Start in den Tag, besonders an der frischen Luft und in der ruhigen Umgebung. Absolut. Es hält mich nicht nur körperlich fit, sondern macht auch den Kopf frei und gibt mir eine positive Stimmung für den Rest des Tages. Ich stimme völlig zu. Es hat etwas Belebendes, draußen zu sein und den Körper im Rhythmus der Natur zu bewegen. Ja, und ich liebe es, wie ich beim Joggen eine Verbindung zu meiner Umgebung aufbaue, sei es ein ruhiger Park oder ein belebtes Viertel. Es klingt nach einer wunderbaren Möglichkeit, sowohl Fitness als auch Achtsamkeit in Ihr Leben zu integrieren. Ja, und es gibt mir auch die Möglichkeit, neue Wege zu entdecken und verschiedene Bereiche der Stadt zu erkunden. Das ist eine tolle Perspektive. Ich glaube, ich sollte mir überlegen, selbst morgens regelmäßig zu joggen und diese Vorteile zu nutzen. Lektion 29. Träume von Hawaii. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie fantastisch es wäre, Hawaii zu besuchen? Die üppigen Landschaften und atemberaubenden Strände wirken wie ein Paradies. Das klingt wirklich wunderbar. Die Vorstellung, an einem wunderschönen Strand mit im Wind wiegenden Palmen zu entspannen, ist so verlockend. Und vergessen wir nicht die unglaubliche Kultur und die herzliche Gastfreundschaft der Menschen dort. Es ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass die Teilnahme an einem traditionellen Luau ein Muss ist.
Dort gibt es köstliches Essen und fesselnde Darbietungen. Ja, die Musik und der Hula-Tanz schaffen eine so lebendige Atmosphäre, dass es sich wie eine intensive Reise in das Herz der hawaiianischen Kultur anfühlt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Aktivitäten, die Sie genießen können, vom Schnorcheln im kristallklaren Wasser bis zum Wandern auf atemberaubenden Pfaden mit Panoramablick. Genau. Ich würde gerne die Vulkanlandschaften erkunden und vielleicht sogar versuchen, auf den berühmten Wellen zu surfen. Das klingt nach einem Abenteuer. Wir könnten auch die historischen Städten besuchen und mehr über die reiche Geschichte der Inseln erfahren. Auf jeden Fall. Eine Reise nach Hawaii wäre nicht nur ein Urlaub, sondern auch eine Gelegenheit zur persönlichen Weiterentwicklung und Entdeckungsreise. Lektion 30. Diskussionen zum geistigen Eigentum. Ich denke, es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns etwas Zeit nehmen, um über geistige Eigentumsrechte zu diskutieren, insbesondere in unserem aktuellen Projekt. Ich stimme voll und ganz zu. Das Verständnis dieser Rechte wird uns dabei helfen, unsere Ideen und Innovationen auch in Zukunft zu schützen. Genau. Wir sollten uns auch mit der Bedeutung von Vertraulichkeitsvereinbarungen befassen, um sensible Informationen innerhalb unseres Teams zu schützen. Ja, Vertraulichkeit ist bei der Zusammenarbeit an kreativen Projekten von entscheidender Bedeutung, da sie dafür sorgt, dass sich jeder sicher fühlt, wenn er seine Gedanken teilt. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch die frühzeitige Ansprache dieser Themen eine solide Grundlage schaffen können, die auf Vertrauen und Respekt für die Beiträge des jeweils anderen beruht. Versuch. Es schützt nicht nur unsere Arbeit, sondern fördert auch ein kollaboratives Umfeld, in dem sich jeder wertgeschätzt fühlt. Und klare Richtlinien helfen uns dabei, möglich Konflikte in der Zukunft zu vermeiden und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt, unsere Kreativität. Das ist ein guter Punkt. Wenn jeder seine Rechte und Pflichten kennt, steigert das unsere Produktivität und Motivation. Ich bin froh, dass wir uns in dieser Hinsicht einig sind. Dies zeigt, dass wir uns für die Schaffung einer positiven und professionellen Atmosphäre einsetzen.